Der Pfeifer von Hart. Die bronzene Brunnenfigur. ...36 Kilometer, 510 Höhenmeter. Eine Runde Heimatkunde. Mein Name ist Martin Schmid und ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. In Nürtingen, im Ortsteil Hart, gibt es einen Brunnen mit einer markanten Figur aus Bronze. Der Pfeifer von Hart erinnert an die literarische Figur aus Wilhelm Hauffs Roman Lichtenstein. Wilhelm Hauff ist vielen bekannt als Schriftsteller und Mitglied der Schwäbischen Dichterschule. Zu der gehörten unter anderem auch Eduard Mörike und Gustav Schwab. Eine Sage von Wilhelm Hauff, die vom Riest vom Preußenstein, habe ich in einem meiner älteren Filme bereits erzählt. Abonnenten unter euch wissen das natürlich. Den anderen lege ich gerne ein Abo ins Herz. Und damit ihr nicht immer alles verpasst, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Auch Helmut Sick, Künstler und Bildhauer aus der Region, kannte die Sagen von Wilhelm Hauff. Und so kam es, dass er vor über 30 Jahren vorschlug, das Brinnele müsst ein Pfeifer tragen. Also gilt er seither als geistiger Vater des Pfeiferbrunnens und schuf die Brunnenfigur. Helmut Sick hat im Schwäbischen zahlreiche Bronzewerke für den öffentlichen Raum geschaffen, die häufig historische Themen verbildlichen. Unter anderem der Postillon auf der Neckar-Tailfinger Neckarbrücke, der Flößer an der Ermsmündung in den Neckar in Neckar-Tenzlingen, das Relief am Sennerdruckgebäude in Nürtingen und natürlich der Pfeiferbrunnen, den wir heute besuchen. Die Liste ist unvollständig, denn zum Beispiel der Postillon auf der Neckarbrücke hat einen Kollegen in Greilsheim. Ein Postillon vor dem Postamt. Ich habe in meiner Jugend in Greilsheim gelebt. Der Künstler Helmut Sick ist 2017 im Alter von 84 Jahren gestorben. Seine Kunst begleitet uns noch lange. Auf dem Rückweg komme ich vorbei am Museum Domnick. Auf der Höhe über Nürtingen hat das Ärztepaar Ottmar und Greta Domnick
ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk der Moderne geschaffen. Die Verbindung von Landschaft, Architektur, bildender Kunst, bewusst verpackt auf dem Grundriss eines Wohnhauses, ist einzigartig. Die Sammlung öffnet erst im Mai, aber der herrliche Blick auf die blaue Mauer ist ganzjährig geöffnet. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch und lasst dein Abo da. Und wenn du nicht genug kriegen kannst, dann schau auch meine anderen Filme an. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Was hast du denn zu verkaufen? Ah? Was hast du zu verkaufen? Blumen? Oh. Hallo. Was willst du denn für so eine Blume? Schau mal. Das gehört mir, das können wir nicht verkaufen. Das verkaufe Alles ich ja, nur das kaufe 10 ich Cent. nicht. Das da auch? Das sind hier eigentlich umsonst. Guck mal, wie- Die kann man geschenkt bekommen. Ehrlich? Ja. Dann nehme ich eine so und eine so, aber ich muss erst mal einen Geldbeutel suchen. Wo habe ich denn den?